Eine Krise haftet immer etwas Negatives an als Begriff, ist sie aber nicht nur. Also eine Krise kann positive Auswirkungen haben, je nach Standpunkt der Betrachtung. Nur dazu auch ein Beispiel. Also wenn wir in unserem Forschungsfeld mit Radikalisierungsforschung zu tun haben mit sich radikalisierten Personen, die deradikalisiert werden sollen, trägt oft genau eine Krisenerfahrung, die eine radikalisierte Person hat, beispielsweise ein Trauma, dazu bei, dass sie ihr Gedankengebäude auch wieder in Frage stellt und sich Ambivalenzen öffnet und Grautönen öffnet und damit zugänglich wird. Mein Name ist Julian Jung, ich leite die Forschungsgruppe Radikalisierung hier am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir forschen an Radikalisierungsverläufen von Gruppen, Individuen, teilweise Gesellschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie Gesellschaften, Gruppen damit umgehen, dass sich Gruppen und Individuen radikalisieren. Radikalisierung ist erstmal ein Begriff, der im letzten Jahrzehnt negativ belegt wurde, krisenhaft gesehen wurde und insofern, also im öffentlichen Diskurs so gesehen wurde und deshalb mit Krise gleichgesetzt wurde. Wir finden, dass das falsch ist, dass es dem Begriff nicht gerecht wird. Radikalität bedeutet ein Problem an der Wurzel fassen. Es ist lange in vielerlei Hinsicht ein positiv belegter Begriff gewesen, sowohl in der bürgerlichen Liberalismusströmung als auch im Linksextremismus und linken politischen Bereichen ist das erstmal kein problematischer Begriff, sondern ein Begriff, den wir auch in Demokratien benötigen. Radikale Gedanken benötigen wir, um Fortschritt zu haben, um pluralen Austausch zu ermöglichen und nicht alles gleichzuschalten. Aber Radikalität und Radikalisierung sind eben trotzdem auch dann problematisch, wenn sie eine politische Ordnung in einer Weise in Frage stellen, dass sie Grundwerte beispielsweise einer liberalen Demokratie, eines pluralen Gesellschaftsverständnisses beispielsweise mit Gewalt bekämpfen oder in anderer Weise in einer Weise in Frage stellen, dass es problematisch wird für diese Ordnung. Wenn wir einfach nach Umfragedaten und nach der Art und Weise, wie oft eigentlich in Medien oder in der Politik über irgendetwas im Bereich der Radikalisierung, Extremismus, Entwicklung gesprochen wird und wie das thematisiert wird im Vergleich dazu, welche Auswirkungen es tatsächlich auf das Alltagsleben der Menschen in diesem Lande hat, dann ist wahrscheinlich eine viel zu groß gemachte Krise. Aber wir haben Anschläge. Wir haben ein Rechtsextremismusproblem in Deutschland. Wir haben einen Anschlag in Halle beispielsweise gehabt. Wir haben einige Anschläge verhindern können. Wir haben Übergriffe und Einschüchterungsversuche auf Lokalpolitiker. Das heißt, es gibt natürlich auch ein Krisenphänomen in dem Bereich der Radikalisierungsprozesse, die wir beobachten können. Ich denke nur, dass wir oft Konjunkturen hinterherhecheln und es sehr einseitig sehen und sehr ereignisgetrieben betrachten. Nehmen wir die Diskussion um den Salafismus in Deutschland. War jahrelang das große Thema. Rechtsextremismus gab es aber auch immer. Und wir hatten immer schon in einigen Landstrichen, in einigen Kommunen, in einigen Gruppierungen, die Form von NSU annehmen mussten, aber auch nicht nur, ein Rechtsextremismusproblem. Und das wurde teilweise verdeckt über den ganzen Diskurs über islamistischen Terrorismus. So, diese Art des sehr selektiven Zugriffs auf das Phänomen und die schnelle Definition als das ist die Krise, das ist problematisch. Nehmen wir den Fall Halle. Im Fall Halle, der Anschlag auf die Synagoge, zeigt auch so im Diskurs darüber wieder so ein paar befremdliche Geschichten. Das Gute ist erstmal, dass natürlich jetzt auch wieder daran überlegt wird, was wir gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus tun können. Das ist erstmal gut. Aber wenn ich dann höre, dass plötzlich auf Ministerebene über die Gamer-Szene geredet wird und sagt, also das muss beobachtet werden oder also scheinbar einfache Lösungen getrieben werden, dann ist es mir eben immer etwas zu kurz gesprungen. Und da würde ich eben sagen, dass wir da differenzieren sollten. Ja, weite Teile der Gamer-Szene sind auch Teil der Lösung. Und eine Person, die sich scheinbar abschottet und nur online radikalisiert,
hat es doch selten gegeben. Auch diese Person hatte ein soziales Umfeld, das nicht darauf geachtet hat oder das isoliert hat oder das zumindest nicht aufgefangen hat. Und insofern eine reine Online-Radikalisierung hier wieder zu vermuten und nur auf Überwachungsmaßnahmen im Internet oder Kontrollmaßnahmen zu schielen, springt auch hier zu kurz. Es ist leichter, relativ schnell im Wahlkampf oder sonst was darauf hinzuweisen, dass man die Polizeien besser ausstattet, als dass man sagt, wir wollen in Schulen flächendeckend so und so viel Geld über 10 Jahre hinweg investieren, um Präventionsarbeit zu machen.